Nadine Althoff vom BfR wird uns einen Überblick über die Laborvergleichsuntersuchung geben. Ich bin gespannt. Dankeschön, Frau Niendorf, für die Einleitung. Ja, mein Name ist Nadine Althoff. Ich komme hier vom BfR und, um genauer zu sein, vom Nationalen Referenzlabor für durch Lebensmittel übertragbare Viren. Und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben bezüglich der Ringversuche, die wir ausrichten. Wir sind ja im Vergleich zu den anderen NRLs, die auch hier am BfR lokalisiert sind, ein sehr junges NRL. Wir wurden erst im Dezember 2019 als NRL ernannt, im Übergang zu dem dann sozusagen auslaufenden NRL für die zweischaligen Weichtiere. Und mit der Aufnahme der Funktion als NRL haben wir verschiedene Aufgaben. Und unter anderem ist es eben die Ausrichtung von Laborvergleichsuntersuchungen, sodass die Landeslabore und andere Einrichtungen ihre Kompetenz in verschiedenen Virusnachweisen testen können. Und dazu gab es im Februar 2020 eine Umfrage, die das NRL gestartet hat, bei verschiedenen Einrichtungen, die das betrifft, welche Virus-Matrix-Kombinationen denn eigentlich so gewünscht sind. Für was sollen wir Ringversuche ausrichten? Und das Ergebnis war sehr eindeutig, wie man hier sieht. Mehrfachnennungen waren auch möglich. Und es gab 13 Rückmeldungen und 9 von diesen Rückmeldungen haben sie gesagt, sie möchten gern einen Nachweis von Noroviren, Genotyp 1 und Genotyp 2, sowie Hepatitis-A-Virus in gefrorenen Beerenfrüchten. Und warum ist das so? Das hat auch seinen Grund. Wir haben das ja heute schon mehrfach gehört. Hier sehen Sie mal eine Übersicht der Meldungen des Rapid Alert Systems for Food and Feed. Die gefrorenen Beerenfrüchte stellen die zweithäufigste Ursache für Lebensmittel oder durch Lebensmittel verursachte Virusinfektionen im Bereich Noroviren und Hepatitis-A-Virus dar. Und warum ist das so? Die Beerenfrüchte sind ja sehr fragile Früchte. Sie werden oft per Hand geerntet, also vor allem Erdbeeren, Himbeeren, teilweise auch Blaubeeren und Brombeeren. Da ist zum einen zu nennen die Hand des Erntehelfers, die mehr oder weniger sauber ist in diesem Moment. Da ist zu nennen die Bewässerung der Beerenfrüchte und auch die Düngung, die vielleicht in dem einen oder anderen Fall mit kontaminiertem Wasser stattgefunden hat. Also die Hygiene beim Anbau und bei der Ernte dieser Beerenfrüchte spielt da eine große Rolle. Und wenn man sich klar macht, dass die Infektionsdosis vor allem bei Noroviren sehr gering ist und man weiß, dass circa 50 Viren pro Beere zu einem großen Ausbruch führen können, dann wird einem die Dimension klar und die wird noch klarer, wenn man sich vorstellt, dass in Norovirus-Ausscheidung im Stuhl etwa 10 hoch 10 Viren pro Gramm Stuhl enthalten ist. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass eben solche Beerenfrüchte oder auch, also vor allem in gefrorenem Zustand, dann zu einem Ausbruch führen können. Und das ist auch im Jahr 2012 der Fall gewesen. Das wurde heute auch schon mehrfach erwähnt. Da gab es einen großen Ausbruch durch den Verzehr von kontaminierten, gefrorenen Erdbeeren. Und so haben wir uns als NRL eben dafür entschieden, unsere ersten Ringversuche durchzuführen in dieser Virus-Matrix-Kombination. Und 2021 haben wir uns dann sozusagen ins Feld gestürzt und die erste Laborvergleichsuntersuchung durchgeführt, die wir allerdings im Nachhinein als eine sogenannte Pilotstudie deklariert haben. Warum? Da komme ich dann noch dazu. Und dieses Jahr fand die gleiche Laborvergleichsuntersuchung auch nochmal statt als Wiederholung des Pilotversuchs. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen einen Einblick geben zu diesen Laborvergleichsuntersuchungen, was passiert überhaupt im Hintergrund, bevor die Teilnehmer die Proben erhalten. Und das startet immer zuerst mit der Matrix. Wir haben uns also für
Tiefgekühlte Erdbeeren aus dem Handel entschieden. Wir sind also einfach losgegangen und haben ein paar Säcke gekauft, 5 Kilo. Da muss ich dazu sagen, da sind wir auch am Anfang etwas blauäugig reingegangen. Wir haben mit frischen Erdbeeren gestartet. War keine gute Idee. Wir sind also dann zu tiefgefrorenen Erdbeeren übergegangen. Das ging viel besser. Die müssen wir dann natürlich erstmal testen auf unsere 3 Zielviren, ob die auch wirklich negativ sind. Auch das ist nicht immer der Fall, sage ich dazu. Und wenn wir wissen, die sind negativ, dann portionieren wir die gleich, weil es ist für die Virusisolation sehr wichtig, dass die Erdbeeren nicht antauen oder nur sehr wenig antauen. Als Zielviren haben wir, ich sehe gerade, alles ist verrutscht in meiner Präsentation, aber Sie werden es trotzdem sehen. Wir haben uns für 3 Zielviren entschieden, Genotyp 1 Norovirus, dann Norovirus Genotyp 2. Sehen Sie hier, welchen Stamm wir da gewählt haben. Den haben wir aus unserer Virusbank, die wir so ein bisschen führen, genommen. Da es sehr schwierig ist oder gar nicht möglich, humane Noroviren anzuzüchten, müssen wir da eben auf Stuhlproben zurückgreifen. Und für das Hepatitis-A-Virus haben wir einen Zellkulturüberstand genommen, weil das Hepatitis-A-Virus eigentlich recht gut auf Zellkultur wächst. Die Kontaminationsdosis haben wir gewählt zwischen 1 und ca. 5 mal 10 hoch 5 genomischen Einheiten. Und dann machen wir im Hintergrund, bevor die Proben verschickt werden, natürlich eine Qualitätskontrolle. Wir kontaminieren jeweils 25 Gramm Batches der Erdbeeren mit 1 bis 3 Zielviren, jeweils im jeweiligen LVU-Kontaminationsmuster, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Dann packen wir die Proben auf Trockeneis und da mussten wir auch feststellen, dass das Trockeneis einen wahnsinnigen Einfluss auf die CT-Werte hat, sodass wir allen Teilnehmern empfohlen haben, die Erdbeeren nach Erhalt nochmal auf minus 20 Grad zu lagern, weil wenn man die gleich aufarbeitet, aus dem Trockeneis rausnimmt und aufarbeitet, dann funktioniert die ganze Aufarbeitung nicht so gut. Und nach diesem minus 20 Grad Schritt wird dann der dreiteilige Nachweis geführt. Erst ist die Virusanreicherung, dann RNA-Extraktion und dann die virusspezifische Realtime-PCR. Der minus 20 Grad Schritt wurde sozusagen entweder über Nacht gemacht und wir haben sehr viele Proben analysiert, sodass wir sicher sagen konnten, unsere kontaminierten Erdbeeren sind auch wirklich ganz sicher immer wieder reproduzierbar positiv auf das eine oder andere Virus. Oder wir haben diesen minus 20 Grad Schritt für 2 Wochen ausgedehnt, weil die LVU-Teilnehmer 2 Wochen Zeit hatten, die Proben zu analysieren. Wir mussten also sicherstellen, dass unser Nachweis der Zielviren stabil gemacht werden kann, auch noch nach 2 Wochen. Ja, dann stellen wir kurz vor den LVUs sogenannte Probensets zusammen. Die bestanden bei beiden LVUs aus 3 Proben, A bis C, die dann in einem bestimmten Kontaminationsmuster kontaminiert wurden. Wir packen die auf Trockeneis und dann erhält jeder LVU-Teilnehmer, der sich angemeldet hat, ein Paket. Wir bitten dann die LVU-Teilnehmer, ein Ergebnisformular auszufüllen. Dort sollen Fragen beantwortet werden zur verwendeten Methodik. Das ist uns wichtig, auch wenn das vielleicht ein bisschen nervig ist für die Versuchsteilnehmer. Das ist für uns wichtig, weil wir so sehr schnell erkennen können, welche Methoden erfolgreich sind, welche nicht, welche nur zu, sagen wir mal, sehr hohen CT-Werten führen und so weiter. Dann sollte jeder LVU-Teilnehmer qualitative Bewertungen für die 3 Zielviren in den Proben abgeben. Auch für uns als Analysetool sollten die Teilnehmer auch noch die CT-Werte angeben und die Wiederfindungsraten für die Prozesskontrollviren.
Neben den Paketen für die LVU-Teilnehmer haben wir als NRL jeweils 5 bis 6 Probensets reserviert für uns, um die Stichproben für die tatsächlichen Kontaminationssets auch zu nehmen. Diese Stichproben teilen wir dann in die Hälfte. Die Hälfte der Stichproben arbeiten wir nach 24 Stunden minus 20 Grad auf und die andere Hälfte nach 2 Wochen, um hier auch zu zeigen, okay, nach 2 Wochen werden immer noch gute Ergebnisse hoffentlich erreicht. Wir als NAL halten uns bei der Virusisolation oder Virusanreicherung an die vorhandene ISO, die heute auch schon mehrmals erwähnt wurde, die seit 2019 in ihrer aktuellsten Form vorliegt. Es hat ja sehr lang gedauert, bis diese ISO erstellt wurde. Da ist viel Arbeit reingeflossen, auch von Reimer, aber sie liegt nun vor. Und wir haben uns an die ISO gehalten. Wir haben als Prozesskontrollvirus, was die gesamte Isolations-, RNA-Extraktions- und PCR-Strecke mit durchläuft, da haben wir das Mango-Virus genommen. Auch das wird in der ISO empfohlen. Für die RNA-Extraktion verwenden wir eine Silika-basierte Methode halbautomatisch und das Nuclisense-Extraktionskit. Und wir haben uns an dieser Stelle sozusagen bewusst dagegen entschieden, die Inhibitoren zu entfernen, was sonst sehr üblich ist für Beerenfrüchte. Erstens haben wir uns dagegen entschieden, weil das nicht in der ISO sozusagen vorgeschrieben ist und zweitens, weil wir einfach unsere Matrix auch im Rohzustand mal sehen wollten. Dann laufen die virusspezifischen PCRs mit dem Ultrasense-Kit und die Primer-Sonden-Sets für Norovirus 1 und 2 und HAF laufen auch nach den ISO-Empfehlungen. Hier sehen Sie mal die Ergebnisse der Stichproben für die erste LVU, das Kontaminationsmuster. Wir hatten also für jedes Virus 2 positive Ergebnisse, die erlangt werden konnten und ein negatives Ergebnis und unsere Stichproben haben das auch gut wiedergespiegelt. Sie sehen hier in Grau, also diese grauen kleinen Punkte sind die Ergebnisse für die Proben, die quasi sofort aufgearbeitet wurden, nach 24 Stunden. Die schwarzen Punkte sind die Ergebnisse nach 2 Wochen. Der rote Balken gibt den Mittelwert nach 24 Stunden an, der blaue Balken den Mittelwert nach 2 Wochen. Und in dieser LVU sieht man, dass der CT-Wert ein ganz kleines bisschen schlechter wird über die Zeit, aber immer noch recht nah an dem für die Sofortaufarbeitung liegt. Die zweite LVU, da haben wir das Kontaminationsmuster natürlich ein bisschen angepasst. Wir haben in jeder Probe Norovirus 2 gehabt, aus Gründen, die Sie auch gleich erkennen werden, weil das nämlich unser Problemvirus ist. Und hier haben sich unsere Stichproben auch sehr gut verhalten. Und in dieser zweiten LVU, die dieses Jahr gelaufen ist, lagen auch die Mittelwerte zwischen Sofortaufarbeitung und 2 Wochen Aufarbeitung sehr nah beieinander. Ja, zu den Ergebnissen. Bei der ersten LVU hatten wir 16 verbindliche Anmeldungen, darunter hatten wir 13 Landeslabore und 3 Labore der Bundeswehr. 2 Teilnehmer haben im Laufe der LVU ihre Teilnahme zurückgezogen, sodass am Ende, man sieht es wirklich sehr schlecht, ist alles verrutscht, sodass am Ende 14 Labore übrig geblieben sind, die uns jeweils 9 Teilergebnisse übermittelt haben, sodass wir von den 14 Laboren insgesamt 126 Ergebnisse analysieren konnten. Bei der zweiten LVU hatten wir dann 11 Landeslabore und 2 Labore der Bundeswehr. Ein Teilnehmer hat seine Teilnahme zurückgezogen und wir hatten am Ende 12 Labore und auch hier 9 Teilergebnisse, insgesamt 108 Ergebnisse aus 12 Laboren. Und hier sind mal die Ergebnisse. Also bei der ersten LVU wurden 83% der als positiv erwartenden Proben auch richtig erkannt und 97,6% der erwarteten negativen Proben richtig erkannt. Wir hatten 14 falsch negative Ergebnisse, was etwa 11% der Gesamtergebnisse
darstellt. Wir hatten ein falsch positives Ergebnis. Bei der zweiten LVU gab es da ein bisschen Improvement. Wir hatten also 88% der erwartet positiven Proben als richtig erkannt, 100% der negativen Proben wurden richtig erkannt. Es gab 7 falsch negative Ergebnisse und keine falsch positiven. Das ist also eine leichte Verbesserung. Hier sehen Sie mal in den Graphen die Streuung der ermittelten CT-Werte. Die blauen Balken stellen jeweils die Ergebnisse der LVU-Teilnehmer dar, die weißen Balken unsere Stichprobenergebnisse. Und da sehen Sie, dass die Streuung der CT-Werte natürlich, das war zu erwarten, bei den LVU-Teilnehmern etwas größer war als bei unseren Stichproben, aber auch nicht wahnsinnig hoch. Also alle LVU-Teilnehmer lagen wirklich erstaunlich nah beieinander. Und auch bei der zweiten LVU, obwohl man sagen muss, dass manche CT-Werte nur erreicht werden konnten, wenn die Proben 1:5, 1:2, das ist unterschiedlich bei den jeweiligen Teilnehmern, bis zu 1:10 verdünnt werden mussten, um den jeweiligen CT-Wert zu erreichen. Und da sieht man an dieser Stelle, dass die Beerenfrüchte wirklich eine schwierige Matrix sind, weil da sehr viele Inhibitoren enthalten sind, die sich negativ auf die PCR auswirken können. Und es hängt auch an der Weise, wie man die Erdbeere am Anfang behandelt. Man darf die wirklich nicht auftauen. Es muss wirklich gentle behandelt werden, dass die Inhibitoren nicht zu stark austreten. Und durch eine Verdünnung der Probe erreicht man natürlich auch eine Verdünnung der Inhibitoren und damit ein besseres Ergebnis. Als Auswertung dann für den Ergebnisbericht am Ende haben wir 3 Größen bestimmt: relative Spezifität, die die Anzahl der falsch positiven Ergebnisse sozusagen gewichtet, die relative Sensitivität, die falsch negativen gewichtet, und dann natürlich die wichtigste Größe, relative Genauigkeit. Und das wurde sowohl für jedes Labor, für alle 9 Teilergebnisse gemacht. Das heißt, das ist die Gesamtleistung des Labors, wie hat das Labor abgeschnitten. Aber es ist natürlich auch interessant zu wissen, wie die virusspezifische Leistung in dem jeweiligen Labor ist. Und dafür wurden die 3 Teilergebnisse pro Virus analysiert. Und das sind die Ergebnisse für die LVUs, die Gesamtleistung bei der ersten LVU. Relative Genauigkeit liegt hier bei nur bei 88%, Spezifität 97%, relative Sensitivität 83%. Bei der zweiten LVU, und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, gab es sozusagen eine Verbesserung. Relative Genauigkeit lag hier schon bei über 90%. Relative Spezifität bei 100%, denn wir hatten ja keine falsch positiven Ergebnisse, und die relative Sensitivität bei 88%. Schaut man sich jetzt diese virusspezifische Leistung an, also jeweils für das einzelne Virus, hatten wir bei der ersten LVU ein Problem mit Norovirus 2. Sehr viele Labore hatten ein Problem, das Norovirus 2 überhaupt nachzuweisen. Also deswegen waren auch 14 falsch negative Ergebnisse. Also hier lag sozusagen das Hauptproblem. Und deswegen haben wir uns dann bei der zweiten LVU dafür entschieden, jede Probe mit Norovirus 2 zu kontaminieren, um einfach zu schauen, um sozusagen die Zahl an Norovirus-positiven Proben zu erhöhen und zu schauen, besteht dieses Problem immer noch. Und nach der ersten Pilot-LVU haben wir auch Kontakt zu 3 Landesuntersuchungsämtern gehabt, mit denen wir dann so ein bisschen Problemanalyse gemacht haben, an was es lag, dass diese Proben nicht als Norovirus 2 positiv erkannt wurden. Und ich glaube, bei 2 dieser 3 Labore hat es dann auch bei der zweiten LVU geklappt, und deswegen sieht man auch hier, dass es immer noch ein Problem mit Norovirus 2 gibt,
aber dass sich das doch schon deutlich gebessert hatte. Als Zusammenfassung und Diskussion lässt sich sagen, dass doch in beiden LVUs mehr als die Hälfte der teilnehmenden Labore 100% richtige Ergebnisse geliefert haben. Bei der ersten LVU waren das 8 von 14 Laboren, man kann es wirklich schlecht lesen, bei der zweiten LVU 10 von 12 Laboren. Relative Genauigkeit hat sich verbessert, nochmal als Zusammenfassung von 88% auf 93% und auch das Ergebnis für die Noroviren des Genotyps 2 hat sich verbessert. Im Vortrag bin ich jetzt nicht darauf eingegangen, aber ich will das hier an der Stelle nochmal sagen. Die überwiegende Mehrheit der Labore arbeitet nicht mit Mengovirus, weil man für die Arbeit mit Mengovirus eine gentechnische Anlage anmelden muss. Die Mehrheit der Labore arbeitet mit dem E. coli-Phagen MS2 und trotzdem ist da eine gute Auswertbarkeit der Probenergebnisse erkennbar gewesen. Die Wiederfindungsraten lagen größtenteils, also bei wirklich fast allen Proben, über 1%. Und man muss nochmal betonen, aber das hatte ich auch schon gesagt, dass die gefrorenen Erdbeeren und auch alle anderen Beeren eine schwierige Matrix darstellen. Und das sieht man an der Streuung der CT-Werte und an der Notwendigkeit der RNA-Verdünnung, um die CT-Werte zu erreichen. Als kleinen Ausblick: Jetzt im November, wir stehen schon in den Startlöchern, wird eine zweite Virus-Matrix-Kombination behandelt in der nächsten LVU. Und das wird den Hepatitis-E-Virus-Nachweis in Schweineleber thematisieren. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sowohl natürlich kontaminierte Leberproben verschicken können, als auch artifiziell kontaminierte Leberproben. Und wir sind ganz gespannt, was bei dieser zweiten Virus-Matrix-Kombination rauskommt. Und dann wird nächstes Jahr auch wieder im April bzw. Mai der nächste Versuch mit gefrorenen Beerenfrüchten stattfinden. Das wird meistens Ende des Jahres durch das BfR auch den entsprechenden Einrichtungen angekündigt und die Anmeldung wird dann so ungefähr Mitte Januar starten. Also falls noch jemand interessiert ist, sind alle herzlich willkommen. Wir sind gespannt. Dann meine letzte Folie ist natürlich ein Danke. Danke vor allem an die LVU-Teilnehmer. Ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, auch in der Zusammenarbeitung danach. Wirklich die Kommunikation sehr nett. Alle haben ihre Ergebnisse vollständig eingereicht. Wir konnten gut damit arbeiten und gute Schlüsse daraus ziehen. Und dann ein großes Danke an Fachgruppe 46 unter der Leitung von Reimer Johne und an das engere NRL-Team, vor allem an Eva Treuner, die das NRL ja leitet seit Mitte des Jahres, und an unsere technische Assistenz, Frau Schlosser, Frau Posetzky, Frau Apelt, die da immer gut mitmachen, auch während der Pandemie. Der erste LVU ist ja während der Pandemie gelaufen. Das war auch herausfordernd, sage ich mal. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen.